Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Architect. Im heutigen Beispielprojekt möchten wir den Raspberry Pi als Modbus TCP Master nutzen, um von einem Modbus TCP I/O Modul gemessene Temperaturdaten mit der ITP11 Digitalanzeige darzustellen. Zu Beginn stellen wir Ihnen den Beispielaufbau vor. Ein Raspberry Pi 4 Modell B, ein analoges Modbus TCP Eingangsmodul MV210.101, ein analoges Ausgangsmodul MU210.501 sowie eine Digitalanzeige ITP11. Die Modbus TCP I/O Module sind über eine bypassfähige Daisy-Chain-Topologie an das Ethernet-Netzwerk angeschlossen, in welchem sich auch der Raspberry Pi befindet. Ein PT100 Temperatursensor ist mithilfe der Dreileitertechnik an das Eingangsmodul MV210.101 angebunden, wobei die ITP11-Anzeige über das Ausgangssignal des analogen MU210.501 4 bis 20 mA Schleifen gespeist wird. Die Modbus TCP I/O Module werden über unsere kostenfreie Software Architect Tool Pro konfiguriert. Zur Programmierung des Raspberry Pi wird Codesys 3 und das Laufzeitsystem Codesys Control for Raspberry Pi SL genutzt. Das Laufzeitsystem muss als Package in Codesys eingebunden und zusätzlich auf dem Raspberry Pi installiert werden. Als nächstes erstellen wir ein neues Codesys-Projekt und benennen dieses. Wir wählen das Multicore-Laufzeitsystem, das im industriellen Bereich nutzbar ist, und strukturierten Text als Programmiersprache. Wir klicken auf Device im Gerätebaum, um die Kommunikationseinstellungen zu öffnen. Als erstes Gateway wählen wir die korrekte IP-Adresse unseres PCs. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr PC in demselben Netzwerk wie auch der Raspberry Pi und die Modbus TCP I/O Module befindet. Das zweite Gateway bildet der Raspberry Pi, dessen IP-Adresse hier bereits eingestellt wurde. Geben Sie nun die Zugangsdaten des Raspberry Pi ein. Die Verbindung zum Raspberry Pi wurde erfolgreich hergestellt. Wir fügen dem Gerätebaum nun eine Ethernet-Schnittstelle hinzu. Hierbei muss die IP-Adresse des PCs im Netzwerk sowie die IP-Adresse des Standard-Gateways eingegeben werden. Wir fügen der Ethernet-Schnittstelle nun einen Modbus TCP Master hinzu. Anschließend binden wir die zwei Ein- und Ausgangsmodule jeweils als Slave in das bestehende Modbus TCP-Netzwerk mit ein. Des Weiteren werden die IP-Adressen der benutzten I/O-Module vermerkt. Im nächsten Schritt schreiben wir ein sehr kurzes Programm, um den Temperaturwert der Variablen für den analogen Ausgang zuzuweisen. Wir fügen dem Slave-Gerät MU210.501 einen Modbus-Kanal hinzu, um den Wert der Ausgangsvariable in das Modbus-Register des ersten analogen Ausgangs schreiben zu können. Die Parameterliste in Architect Tool Pro stellt sämtliche Registeradressen sowie dazugehörige Informationen des jeweiligen Geräts übersichtlich in einer Tabelle dar. Wir verbinden die Ausgangsvariable aus unserem zuvor erstellten Programm
mit dem soeben eingestellten Modbus-Kanal. Nun erstellen wir einen Modbus-Kanal zum Auslesen des ersten analogen Einganges vom Modul MV210-101. Auch hier kann die entsprechende Registeradresse direkt aus Architect Tool Pro kopiert und in Codesys eingefügt werden. Zum Schluss verbinden wir den Modbus-Lesekanal mit der Variablen, die den aktuellen Wert der gemessenen Temperatur hält. Wir möchten nun das Codesys-Laufzeitsystem auf dem Raspberry Pi starten. Hierfür klicken wir auf Tools, Update Raspberry Pi. Es öffnet sich ein Fenster zum Konfigurieren des Raspberry Pi. Hier können Sie erkennen, dass das Codesys Runtime Package Version 4.1 bereits auf dem Raspberry Pi installiert wurde. Wir geben nochmals die Zugangsdaten ein und starten die Runtime. Nachdem das Laufzeitsystem auf dem Raspberry Pi gestartet wurde, kann das Programm hochgeladen werden. Klicken Sie bitte Online Login und bestätigen Sie das Überschreiben der aktuellen Anwendung auf dem Raspberry Pi. Es öffnet sich die Ansicht für das Online-Debugging, in der alle aktuellen Variablenwerte einschließlich der gemessenen Temperatur aufgelistet sind. Nach abgeschlossener Konfiguration wird die durch das analoge Eingangsmodul MV210-101 gemessene Temperatur an das analoge Ausgangsmodul MU210-501 weitergegeben, sodass der im Stromsignal kodierte Wert folglich auf der ITP11 Digitalanzeige dargestellt werden kann. Die TCP/IP-I/O-Module der MX210-Serie bieten aufgrund ihrer Kompaktheit und Funktionalität hervorragende Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik. Laden Sie sich die kostenlose Software Architect Tool Pro noch heute herunter und lernen Sie diese kennen. TCP/IP-I/O-Module der MX210-Serie können Sie über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir werden diesen dann schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.